So viel. Hallo zusammen, ich bin Anna. Hallo Anna, du klingst, als ob du unter Strom stehst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas, ich stehe total unter Strom. Ich habe diese Woche so viele Termine. Ich habe schlecht geschlafen, ich bin gereizt. Ich glaube, ich habe zu viel Stress. Das Thema Stress, das kennen wir alle. Und das ist unser Thema heute: Stress und Stressbewältigung. Wir werden analysieren, was Stress eigentlich ist, warum er uns so müde macht und welche Strategien wir anwenden können, um ihn zu reduzieren. Das ist eine Lektion auf B1-Niveau. Also erwarten Sie eine tiefe und nützliche Konversation. Ich hoffe, du hast gute Tipps. Ich habe das Gefühl, der Stress kontrolliert mein Leben. Wir werden versuchen, das zu ändern. Um Stress zu bewältigen, müssen wir ihn zuerst verstehen. Stress ist nicht immer nur schlecht. Es gibt zwei Arten von Stress. Es gibt den guten Stress, man nennt ihn Eustress. Das ist der Stress, den du fühlst, bevor du eine aufregende Präsentation hältst oder eine Reise antrittst. Er gibt dir Energie. Okay, ein bisschen Aufregung, das kenne ich. Genau. Und dann gibt es den schlechten Stress, den Distress. Das ist der Stress, der lange andauert und uns krank macht, wenn man sich überfordert fühlt. Ich glaube, das ist der Stress, den du gerade erlebst. Ja, ich fühle mich total überfordert. Letzte Woche zum Beispiel war ich so gestresst, ich musste ein großes Projekt für die Arbeit fertigstellen. Gleichzeitig hatte ich private Probleme. Ich habe kaum geschlafen. Am Freitagabend war ich komplett erschöpft. Das ist ein perfektes Beispiel. Du hattest also Stress, weil du zu viele Aufgaben gleichzeitig hattest und du hast schlecht geschlafen, weil dein Gehirn nicht abschalten konnte. Ja, ich war gestresst, weil der Druck zu hoch war und ich konnte nicht schlafen, weil ich immer an die Arbeit denken musste. Genau. Das Problem ist also nicht der Stress selbst, sondern der Mangel an Erholung. Wenn wir gestresst sind, ist unser Körper im Kampf- oder Fluchtmodus. Aber wir können nicht den ganzen Tag kämpfen oder flüchten. Deshalb brauchen wir Strategien, um dem Körper zu signalisieren: alles ist gut, du kannst dich entspannen. La 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 la. Wenn du dich sehr gestresst fühlst, wie heute Morgen, brauchst du eine Soforthilfestrategie. Die beste und schnellste Strategie ist die bewusste Atmung. Die Atmung? Einfach nur atmen? Nicht nur atmen, bewusst atmen. Wenn wir gestresst sind, atmen wir sehr flach und schnell. Wenn wir langsam und tief atmen, senden wir ein Signal an unser Gehirn, dass keine Gefahr besteht. Lass es uns zusammen probieren. Es ist eine Übung im Imperativ. Okay, ich probier's. Gut, setz dich gerade hin. Schließ deine Augen. Jetzt atme langsam durch die Nase ein, zähle dabei bis 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt halte die Luft an, zähle bis 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt atme langsam durch den Mund aus. Zähle bis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wiederhole das 3 oder 4 Mal. Okay, das fühlt sich besser an. Ich bin ruhiger. Siehst du, das ist die schnellste Methode, um die Anspannung zu reduzieren. Wir benutzen hier die Um-Zu-Konstruktion, um einen Zweck auszudrücken. Du machst die Übung, um dich zu beruhigen. Okay, ich atme tief, um meinen Stress zu reduzieren. Das ist ihre erste Strategie.
Wenn Sie Stress fühlen, halten Sie für 1 Minute an und atmen Sie tief. Die Atmung ist die Soforthilfe. Die zweite Strategie ist langfristiger. Bewegung. Stress ist Energie im Körper. Die Kampf- oder Fluchtenergie. Wenn wir diese Energie nicht nutzen, bleibt sie im Körper und macht uns krank. Also, wenn ich gestresst bin, sollte ich Sport machen? Genau. Du solltest dich bewegen. Es muss kein intensiver Sport sein. Ein schneller Spaziergang von 20 Minuten kann Wunder wirken. Sport ist die natürliche Art, um Stresshormone abzubauen. Das ist interessant. Letzte Woche, als ich so gestresst war, bin ich nur am Schreibtisch gesessen. Ich habe mich nicht bewegt. Am Abend hatte ich Kopfschmerzen. Das ist eine typische Reaktion. Wenn du das nächste Mal gestresst fühlst, solltest du eine Pause machen und spazieren gehen. Du würdest dich danach viel besser fühlen. Aber wenn ich eine Pause mache, habe ich noch weniger Zeit für meine Arbeit. Das ist ein Denkfehler. Obwohl du 20 Minuten verlierst, wirst du danach produktiver sein. Dein Gehirn wird klarer sein und du wirst schneller arbeiten. Okay, ich werde es versuchen. Nächste Woche, wenn ich gestresst bin, werde ich eine 15-minütige Yoga-Pause machen. Wir haben über den Körper gesprochen. Jetzt sprechen wir über den Geist. Eine Hauptquelle für Stress ist unser Denken. Wir machen uns Sorgen über die Zukunft. Wir brauchen einen Ausgleich. Einen Ausgleich? Was meinst du damit? Einen Ausgleich ist ein Hobby oder eine Aktivität, die nichts mit Leistung zu tun hat. Etwas, das du tust, nur weil es dir Spaß macht. Malen, ein Instrument spielen, im Garten arbeiten, mit Freunden sprechen. Ich habe früher viel gezeichnet. Das hat mich immer sehr entspannt. Aber in letzter Zeit hatte ich nie Zeit dafür. Du solltest dir wieder Zeit dafür nehmen. Es ist wichtig, dass du Aktivitäten hast, die dein Gehirn aufladen. Plane diese Zeit in deinem Kalender ein, genau wie ein Meeting. Ich könnte mir jeden Mittwochabend 1 Stunde für das Zeichnen blockieren. Das ist ein sehr guter Plan. Eine andere mentale Strategie ist es, Nein sagen zu lernen. Oh, das ist sehr schwer für mich. Ich weiß, aber oft sind wir gestresst, weil wir Ja zu Dingen sagen, obwohl wir keine Zeit oder Energie haben. Es wäre gesünder, wenn du ehrlich wärst. Du könntest sagen, es tut mir leid, aber ich kann diese zusätzliche Aufgabe im Moment nicht übernehmen. Nein sagen lernen. Das ist ein wichtiger Punkt für das B1-Niveau. So, Anna, jetzt haben wir ein komplettes System zur Stressbewältigung. Lass uns deinen neuen Anti-Stress-Plan für die nächste Woche erstellen. Okay, mein neuer Plan. Ich bin bereit. Gut. Erstens, die Soforthilfe. Was wirst du tun, wenn du morgen Stress bei der Arbeit fühlst? Ich werde nicht in Panik geraten. Ich werde meine 4-4-6-Atmung für 1 Minute machen, um mich zu beruhigen. Perfekt. Zweitens, die Bewegung. Was wirst du diese Woche für deinen Körper tun? Ich werde am Dienstag und Donnerstag spazieren gehen. Und ich werde am Mittwoch Yoga machen, obwohl ich vielleicht müde bin. Sehr gut. Und drittens, dein mentaler Ausgleich. Ich werde mir am Mittwochabend 1 Stunde Zeit für das Zeichnen nehmen. Und ich werde versuchen,
Nein zu sagen, wenn meine Kollegin mich um einen Gefallen bittet, den ich nicht machen will. Anna, das ist ein fantastischer Plan. Er ist konkret, realistisch und bekämpft den Stress von allen Seiten. Ich bin sicher, dass du dich am Ende der Woche viel besser fühlen wirst. Danke, Lukas. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich dem Stress nicht hilflos ausgeliefert bin. Ich habe Werkzeuge. Ihre letzte Mission für heute. Es ist eine Planungsübung. Sagen Sie uns in den Kommentaren 2 Dinge. Was ist Ihr größter Stressor im Moment? Mein größter Stressor ist? Und was ist eine kleine Strategie, die Sie diese Woche ausprobieren werden? Diese Woche werde ich... Wir sind sehr gespannt auf Ihre Pläne. Vielen Dank für diese unglaublich nützliche Lektion, Lukas. Gern geschehen und danke Ihnen fürs Zuhören. Denken Sie daran, Sie sind nicht Ihr Stress. Passen Sie gut auf sich auf. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.